So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Wir spielen schwarzer Bildschirm. Nein, wir spielen Portal Stories Mel, was ich jetzt auch schon ganz oft und lange machen wollte und bin nie dazu gekommen. Und jetzt komme ich endlich dazu. Und ja, ähm, ich habe es jetzt bisher nur gestartet, sonst nichts. Ich habe halt nur kurz Fenster eingestellt und alles. Ich weiß nichts von dem Spiel. Ich bin gespannt, was es ist. Es ist also ein Fangame, was zu Portal gemacht wurde. Oder kann man Fangame sagen? Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, wir sind soundmäßig in Ordnung. Ich habe es ein bisschen hier runtergestellt schon. Es sollte soweit passen. Wenn ich noch ein bisschen zu leise bin, dann tut es mir leid. Oder die Musik zu laut. Oder. Ich gehe mir noch ein Stückchen runter. So. Ansonsten denke ich, großartig einstellen muss ich nicht viel. Ich habe halt das Fenster eingestellt. Das sollte passen, deswegen wir starten einfach mal rein. Und es hat offensichtlich auch deutschen Text, deswegen, yo, ich bin gespannt, was mich erwartet. Hauen wir einfach mal rein. 1952, Teil 1. Und da starte ich das hier. Wahrscheinlich, ich starte mal lieber hier oben. So. Ich weiß auch noch nicht, ob es flüssig aufnimmt. Ich habe ja damals Portal 2 mit Fraps aufgenommen, nicht mit OBS. Da bin ich jetzt auch gespannt. Und habe Angst, dass es nicht flüssig aufnimmt. Denn es ist ja sicherlich ein wieder etwas aufwendigeres Spiel, schätze ich mal. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir Ladebildschirme, das ist schon mal gut. In der Zeit kann ich immer ganz viel reden und wichtige Dinge erzählen. Ui, jetzt dreht sich aber ganz schnell da oben. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt könnte was passieren. Ah. Oho. Jacob Is this Anders. thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or Olympian. My name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get. Moment, das ist nicht Deutsch. Hab ich nicht eingestellt Deutsch? Hier stand doch Audiosprache Deutsch. Machen wir mal Texteinblendungen, solange das Englisch redet hier. Sorry. In your life, even if you don't know Achso, who I die am. kommen hier auch nicht. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so, this town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be at Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. Das war irgendwie nicht Deutsch. Aber okay. Vielleicht kommt das auch als noch und der Anfang ist immer Englisch. Ich weiß es nicht. Musik. Also so könnte auch wirklich ein richtiges Spiel von denen anfangen. Das ist schon Alright, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. Peaceful station. Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I?
Alright, listen to me. Pack your things. Because you're fired! Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Wow, ich wollte gerade schon sagen, oh, die haben aber da ganz schön Murks gemacht. Aber okay. Sie haben nicht Murks gemacht. Dürfen wir aussteigen? Oh, wir dürfen irgendwas tun. Nämlich warten auf den Ladebildschirm. Mhm. Ja. Ja, das ist total spannend. Spiel. Okay, es ruckelt. Aha. Also dafür, dass das irgendwie, ich weiß nicht, Fanmade oder ist es ja zumindest nichts Offizielles. Das sieht schon sehr cool aus. Zumal es in Portal ja sowas hier überhaupt gar nicht gab. Also es wurden jetzt ja nicht nur Sachen verwendet, die es in Portal gab, sondern es wurde auch anscheinend umdesignt und lauter Sachen hinzugefügt und keine Ahnung was alles. Okay, kurzer Flüssigkeitstest, aber das sieht soweit ganz okay aus. Ich kann mich boah, jawohl, ich kann mich total bekloppt durch die Gegend bewegen. Now, as I said before, there's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Aber das ist auch irgendwie jetzt nicht... Da stand ja gerade Geräusch von raschelndem Papier. Das ist irgendwie nicht nur Untertitel. Kann das sein? Ich stelle es jetzt auf Englisch. Vielleicht kommt jetzt der deutsche Text. I don't know. No! Nein, 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 nein. Dann lassen wir das halt mal. Achso, ja, dann lassen wir das einfach so. Ich meine, da steht ja Deutsch. Ich bin da nicht doof. Ich hab auch nichts gegen die englische Sprache, die ist wahrscheinlich eh besser, aber... Map. Was steht da? Picture Subway System Schedule Bulletin. Ah ja. Das ist ein Terminplan. Hallöchen. Kann ich mit dir irgendwie interagieren? Nein? Du sitzt da einfach wie eine Puppe und bewegst dich auch nicht. Beweg dich! Na gut. Bewegt sich nicht. Okay. Departures, Arrivals, jawohl. Abfahrt und Ankunft. Map. Mehr Map. Und lauter Exits. Das heißt, sowohl hier als auch hier kommen wir wahrscheinlich zum gleichen Abschnitt. Ich will jetzt ja nur nicht schon was verpassen, das wäre irgendwie doof. Ja, das ist eindeutig, das ist eindeutig. Wir müssen also hier hoch. Okay, das kann ich. Oh mein Gott, sieht das toll aus. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete. Ich habe den Untertitel gekillt. Oh mein Gott. On top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Okay. Wir sollen die Wände nicht berühren. Wir berühren alle Wände. Hier, Wand. Ah, es sieht echt schön aus. Ja, da kommen wir her aus der Metro. Und hier sollen wir natürlich hin in das Aperture Science Laboratorium. Hübsch.
hier kann man auch rein vielleicht? Nein? Hat das Ding irgendwo einen Eingang? Keinen, den wir betreten könnten. Na gut. Na gut, das war so komisch durchsichtig, deswegen dachte ich, da kann man vielleicht irgendwann mal reinlaufen. Das hier ist auch durchsichtig. Oh, das ist schon echt cool, dass man da so teilweise reingucken kann. Und es ist eben nicht alles so, sondern auch teilweise einfach mal so. Und auch hier kann man so ein bisschen erahnen, was dahinter sein könnte. Dann gehen wir mal hier rein. Ich denke, viel mehr erkunden kann ich jetzt hier auch nicht. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Okay. Aber ich bin nach wie vor trotzdem echt verwirrt, ob... Das ist von den Einstellungen her halt genau das Gegenteil von dem, was hier steht. Nur Untertitel ist irgendwie der gesamte Text. Ich lasse jetzt mal gesamter Text hier eingestellt, vielleicht kommen jetzt nur die Untertitel. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Weil das ist irgendwie doch der gesamte Text hier mit auch raschelt Papier und keine Ahnung. Als ob die Optionen nicht zusammenpassen würden. Weshalb ich auch irgendwie befürchte, dass Englisch Deutsch ist, aber hey, keine Ahnung. Dafür müsst ihr jetzt mal wieder mit uns reden. Hallöchen, Caroline. Repulsion-Gel, jawohl. Das sieht doch schon nach Portal aus. Wir können hier rein, wir können da drüben rein. Ich habe jetzt leider nicht genau zugehört, wo wir hin sollen, deswegen... Red mal kurz mit uns, wegen Untertitel. Hier komme ich nicht rein. Was haben wir da? Events. Science and Technology. 50 Shades of Cave. Really? Kann ich das irgendwie... Oh, ich kann zoomen. Sehr gut. 50 Shades of Cave. Wow. Kann man hier noch irgendwas lesen, was lustig ist? Das andere kann ich alles irgendwie nicht so lesen. Car of Today. Ja gut. So, at first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so get on that stupid elevator. Die Treppen sind nicht fertig, also geht er auf, nimmt den Aufzug. Okay. Ich bin nach wie vor verwirrt. Es kann natürlich sein, dass diese ganzen Audioeinstellungen hier einfach noch von Portal sind. Und es gibt einfach keine Audiosprache Deutsch. Ich weiß nicht, ob Portal Stories Mail überhaupt synchronisiert wurde. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Keine Ahnung, wir spielen es jetzt auf Englisch und wenn es falsch ist, dann, mein Gott, haben wir halt die englische Synchro. Wir haben ja den deutschen Ton dahinter. Also das hier geht tatsächlich nicht. Also nehmen wir den Goddamn Elevator. Okay. Möp. Mehr Möp. Ja, der sieht auch sehr vertrauenserweckend aus, wirklich. Ich warte ja noch darauf, dass wir die Portal Gun bekommen. Möp. Vielleicht noch nicht im ersten Part. Wahrscheinlich ist der erste Part erstmal, ich laufe doof durch die Gegend. So, es tut mir natürlich ein wenig leid, dass es noch nicht so richtig losgeht, aber so ist das halt bei den neuen Spielen, die brauchen ewig, bis sie ins Gameplay kommen. Okay. Und vor allem, wenn man so ewig durch die Gegend rennt, naja,
Dann dauert das auch eine Weile. Aber man will ja nun mal nichts verpassen. So. Ach so, er ist jetzt... Okay, ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht losgefahren, sondern wir fahren... Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "You're Fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this. Introducing the Aperture Science Innovators Suspended Testing Sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Sir, that's being recorded. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Volt. Okay. Das sieht halt schon wieder... Das sieht jetzt natürlich schon sehr nach dem typischen Portal, der typischen Portal-Umgebung aus. Also sie haben es geschafft, bei Portal Stories Mail das Intro länger zu ziehen, bis man wirklich spielen kann, als bei Portal 2 selbst. Das ist schon auch, ja, das muss man schon auch erstmal schaffen. When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winner here? You are. Science! Science, Bitches. Science. Ja, wir werden uns also in so einen Kälteschlaf-Dingens legen und werden nach ein paar Minuten wieder belebt. Wenn nichts schief geht, dann nach einer Stunde. Wenn etwas schief geht, dann spätestens nach einer Stunde. Ja, es kann doch gar nicht schief gehen. Ich meine, wir sind hier in der Aperture Science. Hier geht nie was schief. Und die Zukunft von morgen startet heute. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 science boys disappear because of him. Okay. Die Türme schießen nur mit Platzpatronen. Ja, ich glaub's auch. So, das heißt, wir sollen den Schildern folgen zu unserem Bett. Danger. Danger klingt gut. Gehen wir in Danger. Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Testing the Waters.
Was? What happened? Warum ist jetzt alles schwarz? Ach was. So, as I said on the last Oh, pre-recorded really? message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a Okay, walking also ins zombie. Wasser darf ich nicht That'll gehen. give us the best results. Good But to just know. remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 signs, boys, disappear because of him. Sollen wir hier hinten entlang gehen, oder? Ich will natürlich nicht da entlang gehen, wo ich entlang gehen soll, weil ich will mich hier schon gerne umgucken. Das sieht schon sehr hell aus. Und schön. Geht das hier auf? Bitte nicht? Okay. Denn sonst wäre das ein optionaler Weg gewesen. Eieiei. Ist natürlich jetzt wieder ewig her, dass ich Portal gespielt habe. Das heißt, mit Namen etc. kenne ich mich schon wieder gar nicht mehr aus. Das ist vermutlich nicht ganz so gut. Aha, hier geht's rein. Und das ist aber auch... Oh, hier kann hier noch hochlaufen. Danger. Ach, das ist hübsch. Das ist alles sehr hübsch hier. So, dann gehen wir aber mal hier rein. Test Subject, Subject Waiting Area. 01. Geht das auf? Es geht auf. Oh, jetzt können wir hier überall rumlaufen, was wir gerade gesehen haben, ja? Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier mit irgendwas interagieren kann. Ob es hier irgendwelche Easter Eggs gibt oder so. Ich höre dich. Know your allergens. Pollen, Animal, Danger, Plastics, Antimatter, ja. Ja, ich bin allergisch gegen Antimaterie. Da irgendwas Spannendes zu sehen? Nicht wirklich, ne? Hier kann ich auch nichts aufmachen. Okay, gehen wir wieder raus. Kann ich hier rein? Toiletten? Natürlich nicht. Out of Service. Ach so. Keine Apache Cola für uns. Schade. Das ist wirklich sehr schade. So, gehen wir mal in die 2. Die geht auch auf. Sieht ein bisschen anders aus. Als die 1. Ein bisschen ganz anders. Nicht mehr so büroartig. Sondern mehr so... ja, werkstattmäßig. Okay. Aber auch hier kann ich nichts tun, nur gucken. Nichts anfassen. Steht hier. Food Facts. Oh ja, wer das mal lesen mag, ich bitte darum, ihr dürft das gerne tun. Ich lese es jetzt gerade nicht. Alter, die haben da halt echt einen kompletten Text hingeschrieben, ne? Okay, ich hoffe, ihr konntet jetzt einigermaßen lesen, falls das jemand lesen wollte. Ich nehme an, hier geht's weiter. Ich will aber jetzt erstmal hier hoch. Eben weil ich annehme, dass es da weitergeht. Oh shit, ey, hier geht's überall. Um Gottes Willen. Okay, das ist zum Glück kein Text, den man lesen kann. Imagine. Focus on science, the future.
Kann ich den nehmen? Nein? Okay. Gibt's hier Cola? Nein. 04. 04 geht nicht auf. Immerhin etwas. Hallöchen. Cave Johnson. Hallöchen. Das ist so ein Auto. Und hier oben ist 03. Gehen wir halt mal noch in 03 rein. Hier kann ich auch gar nichts nehmen. Hardly working. Lay off anyone. I like work, I just hate my boss. Sehr gut. Das ist wieder die Allergene. Das geht Gott sei Dank nicht auf. Dann haben wir, glaube ich, gleich den Abschnitt hier durchgeguckt. Komme ich da rein? Ich komme hier rein. Das sieht jetzt wieder mehr wie Büro aus. Ein bisschen. Hier ist aber auch niemand, ne? Wir sind die Einzigen, die da sind. Lay off anyone, okay. Gut. Dann gehen wir unten rein. Ach, hier haben wir noch nicht geguckt. Hier noch was Spannendes? Nö. Okay. Hui. Dock. Hui. Oh. Hui. Dock. So. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. So, so. Wo sind sie denn? Ach da, die sind also ausgeschaltet angeblich, ja. Oha. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Na gut. Zumindest der hintere ist ausgeschaltet gewesen. Oi, 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 oi. Caution, remote activated door. Wait for attendant. Ich denke, was hier passiert, das sehen wir dann im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist soweit alles okay mit englischer Sprache und so weiter. Kann ich das denn speichern eigentlich? Ah, sehr schön. Und tschüss.